Habecks neue Lösung für Deutschland: 57% Steuern und 10% Inflation. Aktuell wird es spürbar ungemütlicher in Deutschland. Unser heutiger Lebensstandard wird von den verschiedensten Szenarien bedroht. Das Einkommen steigt nur wenig und das bei galoppierenden Preissteigerungen in allen Bereichen. Ja, letzten Freitag hat unser Herr Habeck, unser Wirtschaftsminister der Grünen, seine neue Kampagne vorgestellt zum Energiesparen. Darin heißt es: kälter duschen und weniger heizen. Ich kann nur sagen, bravo. Auch an den Tankstellen spüren wir zunehmend, dass, wenn wir unser Auto vollfüllen wollen, wir einen Kredit aufnehmen müssen. Und irgendwie, wenn alle Dinge unseres täglichen Lebens permanent teurer und am Ende des Geldes bleibt irgendwie immer mehr Monat über. Auch die von der GEZ finanzierten Medien scheinen hier im harmonischsten Einklang mit den Ideen und Entwicklungen unserer Regierung zu sein, weil man hört einfach, egal wie sehr man lauscht, einfach keine Gegenstimmen, keine Kritik, keine Unzufriedenheit. Hier scheint man absolut zufrieden zu sein, wie das Ganze hier bei uns in Deutschland läuft. Und es scheint scheinbar auch, ich erinnere mich an diese schöne Raute von der Frau Merkel, alles alternativlos zu sein. Aus der Ecke der Verschwörungstheoretiker hört man eigentlich immer mehr den folgenden Spruch: sie werden nichts besitzen und sie werden glücklich sein. Darüber spricht man natürlich von dem typischen Europäer oder auch Deutschen, dem man zunehmend scheinbar ans Portemonnaie will. Konzepte wie Inflation, Zwangshypotheken auf Immobilien, Vermögensregister, Mikrozensus, Einmalabgaben, Vermögensteuer befeuern im Prinzip diesen neuen, wie soll man ihn nennen, neokommunistischen Ansatz. Also eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Was beim Kommunismus am Ende passiert, wissen wir alle. Wir brauchen ja nur einen Blick in die ehemalige DDR zu werfen. Das heißt, alle sind gleich, aber niemand besitzt irgendetwas Tolles, außer sein eigenes Leben und seine Glücklichkeit. So scheinbar war das damals. Denn man wünscht sich dieses alte Credo scheinbar aus Seiten der Politik verstärkt wieder. Und jetzt wird in dieser Phase eine noch krassere Diskussion eingeleitet. Das Handelsblatt verweist hierzu auf unseren Wirtschaftsminister Habeck mit der Idee: höhere Steuern für Leistungsträger, und zwar, bitte festhalten, auf 57,4%, und zwar ab einem Einkommen von 80.000 Euro. Parallel dazu sehen wir unseren Finanzminister auf dem Cover des Spiegels mit dem folgenden Spruch: können wir uns die Reichen noch leisten? Der Habeck meint mit den Reichen nie, ich sage mal so, die wirklich Reichen, was du und ich unter den Reichen verstehen, sondern der Herr Habeck meint immer, oder die Grünen und die Linken, das Gleiche, meinen immer, wenn sie von den Reichen sprechen, dich. Das heißt, das sind Menschen, also Akademiker, die Vollgas geben, Handwerkermeister, Mediziner, Singles, die sich der Arbeit verschrieben haben, Selbstständige und Kleinunternehmer, die eben im Beruf Vollgas geben. Entweder mit ihren Händen oder mit ihrem Kopf oder mit einer Kombination aus beiden und einfach Bock drauf haben, Leistung zu bringen, mit dem Ziel, es für sich und ihre Familie einmal besser zu haben. Es also auch in der Kasse klingeln zu lassen. Man arbeitet und freut sich natürlich als Zeugnis für diese Arbeitsleistung über einen schönen Gehaltscheck. So, was würde das für uns selbstständige Unternehmer, Besserverdiener bedeuten, wenn jetzt ein Steuersatz von 57,4% eingeführt wird? Mein Name ist Dr. Florian Roske, ich selber bin Macher und Investor und ich verbringe meine Zeit damit, intelligent zu investieren zur Optimierung meiner eigenen Freiheit und meiner eigenen Lebensbedingungen, um mich selber als freier
ein schaffender, schöpferischer Mensch in diesem Leben zu gestalten. Wobei ich immer darauf achte, dass es den anderen auch gut geht. Also ein, glaube ich, ganz wichtiger Nachsatz. Ja, wir beschäftigen uns im Folgenden mit den Auswirkungen, was würde jetzt passieren, wenn wir tatsächlich die Steuern ab 80.000 Euro auf 57,4% erhöhen. Bevor wir aber hier ins Detail gehen, noch mal eine ganz wichtige Geschichte. Uns Leistungsträger und Besserverdienenden sollte es eigentlich ganz klar sein, dass auch diese Diskussion nur Symptome sind eines passierenden Paradigmawechsels. Wir sprechen von einem Wechsel von einem System, das auf der Idee basiert hat, dass Leistung der Parameter ist, anhand dessen wir unser wirtschaftliches Sein, unseren Lebensstandard definieren, aber wiederum mit der Prämisse auf maximale Freiheitswerte und alte Werte und Tradition. Das heißt, das System soll auf der einen Seite Leistung fördern, und zwar Leistung erbringen zum Wohle der Gesellschaft, aber auch des Einzelnen und aber auch Hilfe für Menschen bereithalten, die bedürftig sind. Also Menschen, die Hilfe brauchen, aber nicht Hilfe einfordern, sondern das sind mir die Liebsten, also Menschen, die einfach hilfsbedürftig sind, sollen auch Hilfe erfahren. Und das Ganze nennt man Solidaritätsprinzip, was eigentlich aus der Freiheitlichkeit heraus geboren wird. Solidarität ist etwas, wo man sich freiheitlich zu erkennt, mir geht's gut und deswegen habe ich kein Problem damit, etwas abzugeben für die Leute, die wirklich die A-Karte im Leben bekommen haben. Das ist ein geiler Ansatz. Also, der Fokus lag auf das Individuum und der individuellen Freiheit und der Idee, durch Leistung ein besseres Leben zu bekommen für sich, seiner Familie, aber auch für die Gesellschaft. Das ist ein System, was wir ursprünglich mal von den Amerikanern erhalten haben, nach einer dunklen Epoche, die wir in Deutschland hatten, weil wir eine Zeit hatten, wo wir den falschen Führern gefolgt sind. Und dementsprechend haben die Alliierten sich zusammengesetzt und haben für uns, ich sag mal, quick and dirty, eine neue Verfassung, ein neues System gestrickt, was natürlich auch oder primär auf den freiheitlichen Ideen des amerikanischen Volkes fußte. Ich sag mal so, im Vordergrund die Freiheitsstatue, die alten Werte, aber auch Freiheit und Leistung. Das waren die Werte, die quasi nach Deutschland exportiert worden sind und die uns die letzten, sage ich mal so 70 Jahre ein gutes Leben hier beschert haben. Aktuell ist es ja relativ einfach auch zu sehen, dass wir einen gesellschaftlichen Shift haben, eine Veränderung haben hin zu einem eher linken, grünen gesellschaftlichen Wandel, der aktuell und der Zuhilfenahme der Liberalen vonstatten geht. Die Liberalen sind noch so ein bisschen das Bindeglied einer alten Zeit in eine neue Zeit und es wirkt auch so ein bisschen mit Augenwischerei, dass man die Leistungsträger im Prinzip nicht verliert und versucht, diese Leistungsträger über neue moralische und ideologische Vorstellungen davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich einzusetzen für diesen neuen rot-grünen Gedanken. Das ist so ein bisschen das, was aus meiner Art und Weise wir zurzeit erleben. Das heißt, es gibt einen Shift ganz klar zum Kollektiv, weg vom freiheitlichen, individuellen, vom Individuum. Also die Förderung des Einzelnen, die Leistung des Einzelnen tritt zurück mit der Idee, die breite Masse zu fördern. Also das ist so ein bisschen der Ansatz oder die Veränderung, die wir aktuell merken. Und das hat natürlich auch ganz klare Auswirkungen in den Diskussionen, die gerade stattfinden, denn das sorgt natürlich dafür, dass die Leistungstreibenden in Zukunft mit mehreren Abgaben und steuerlichen Repressalien zu rechnen haben. Das heißt, logischerweise, wenn das Kollektiv wichtiger wird und das Individuum wird unwichtiger,
dann wird in der Regel auch das Individuum, was außerhalb, also das nicht der Durchschnittsmensch ist, sage ich jetzt mal so, der nicht leistet, sondern nicht zum Kollektiv gehört, der wird natürlich meistens dann auch oft geschröpft und dann auf das Normalmaß gebracht durch Abgaben und Steuerlast. Und das sind auch diese Diskussionen, die wir aktuell sehen und eigentlich ganz gut auch verfolgen können. Die aktuelle Diskussion von Steuersätzen und Zwangsabgaben sind im Prinzip nur eine Art Stellvertreterdiskussion für ein neues zu erwartendes Zeitalter, was nicht mehr von einer Verbesserung im materiellen Sinne unseres Lebensstandards geprägt ist, sondern statt diese materiellen Verbesserungen treten im Prinzip Ideologie und natürlich damit auch, wenn der Fokus nicht mehr auf materiellen Lebensstandard sinkt, auf ein Absinken des Lebensstandards der Schaffenden und einen Transfer von denen, die nicht schaffen und nicht produktiv sind, also von den Produktiven hin zu den Improduktiven, ganz klar. Auch bedürftige Menschen werden meiner Meinung nach darunter leiden, denn bedürftige Menschen werden zunehmend nur noch ein Teil einer Anspruchsgruppe werden, die unter anderem denken, dass sie den moralischen Anspruch hätten, etwas von den Geleisteten wegnehmen zu dürfen, ohne selber etwas geleistet zu haben. Früher habe ich immer gesagt, man muss die Armen, also arm auch hinsichtlich gehandicapt, man muss die Armen vor den Faulen schützen. Im Sozialismus gibt es den Faulen nicht. Muss man klar sagen, der ist da nicht definiert, sondern es gibt halt bedürftige Anspruchsgruppen und die gilt es im Kollektiv halt zu befriedigen, egal woher jetzt dieser bedürftige Anspruch kommt. Und das sieht man ja auch, das gab eine gerichtliche Entscheidung, dass im Prinzip Leute, die Sozialhilfe empfangen, aber die ihren Hintern nicht hochkriegen, obwohl sie gesund sind und nicht zu Terminen antreten oder so, dass die keine finanziellen Repressalien mehr zu erwarten haben. Das heißt, der Druck auf die Faulen sinkt zum Leidwesen der Armen und Kranken und Bedürftigen, denn die werden quasi in einer gemeinschaftlichen Gruppe kollektiviert. Also es wird im Prinzip für die Leistungsträger und die Armen und Bedürftigen in so einem System eigentlich schlechter. Das heißt im Prinzip für den klar und logisch denkenden Menschen wird irgendwie alles immer unlogischer und seltsamer erscheinen. Er wird sich fragen, hey, weil er hat sich ja vorher über seine Leistung definiert, warum bekomme ich für meine Leistung jetzt eigentlich gar nichts mehr? Warum gibt es keinen Applaus in Form von mir aus Geld oder höheren Lebensstandard? Aber das ist gar nicht immer komischer und unlogischer, das ist völlig logisch. Es liegt einfach daran, dass ein neues gesellschaftliches System eingeleitet wird oder wurde von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, von der Frau Merkel. Wir haben uns alle immer gewundert, dass irgendwie kein technischer Fortschritt, die sagt ja gar nichts, keine Vision und nichts passiert, aber die ganze Zeit ist was passiert, denn das Kollektiv ist in den Vordergrund getreten und das Individuum, das Einzelschicksal in den Hintergrund. Ich persönlich würde sogar sagen, dass die Leistungsträger ein bisschen veräppelt wurden, weil die Merkel ja in der CDU war. Meiner Meinung nach einer Partei, in der sie gar nichts zu suchen hatte. Aber gut, so ist es halt. Und es wurde halt auch nicht offen gesagt, dass Leistung sich in Zukunft in Deutschland weniger lohnen wird. Na, muss man auch klar sagen. Und wir selber als Leistungsträger, wir wissen auch irgendwie selber, dass wir auch nie auf irgendwas Anspruch hatten, außer wir leisten etwas. Aber das wird sich zunehmend verändern, wenn die Leistungsträger natürlich einfach mehr abgeben müssen, also noch mehr abgeben müssen von unserer Leistung. Aber hier können wir einfach mal die Rechnung machen. Wir haben jetzt hier schon mal ein Beispielszenario. Steuern sollen auf 57,4% steigen. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles in Deutschland. Also wenn du über 73.000 verdienst, dann gibt es ja für dich auch noch den Soli. Wenn du über 109 verdienst, dann noch den vollen Soli. Da gibt es ja noch eine Übergangsphase. Das heißt, da bist du dann schon locker bei 60%, wenn das reicht. Aber das reicht ja noch lange nicht, sondern dann geht es ja noch viel weiter. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Dann natürlich kriegst du auch noch die Höchstbeiträge, gerade als Selbstständiger der Rentenversicherung auf den Deckel, weil als Selbstständiger musst du ja den Arbeitgeberanteil und den Arbeitnehmeranteil zahlen, also Happy Birthday. Alleine für meine Krankenversicherung, da zahle ich ja momentan schon fast 700, 800 Euro. Ich habe eine Freundin aus Schweden,
Da habe ich da erzählt, was ich in Deutschland alles zu bezahlen habe. Die hat nur den gemacht und sagt, spinnt ihr? Wir in Schweden haben ja auch hohe Steuern, aber wir zahlen für Krankenversicherung nichts. Also allein die 700, 800 Euro netto, die ich, oder den Betrag, den ich halt zahlen muss für mein Konto, auch wenn er teilweise steuerlich ansetzbar bin, aber auch über komische Quoten, ja, der tut weh, ne? Und das ist viel. Also für den Selbstständigen, der über die 80.000 verdient und sagen wir mal, der ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, da habe ich hier mal ausgerechnet, beziehungsweise ich habe einen Link unten drüber, dass der Betrag kommt, der musste 927,81 Euro zahlen, also für Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Zusatzversicherung für Kinderlose. Also Kinderlose kriegen immer mehr auf den Deckel. Ja, will man hier nicht sehen in unserer Gesellschaft. Gut. Was haben wir dann noch? Dann kommen noch die gesetzliche Rentenversicherung dazu. Wenn du Bock drauf hast, die einzuzahlen, dann wirst du nochmal mit fast 20% genagelt. Dann, ja, und die auch der vollen Inflation unterliegen, weil es ja ein Umlagesystem ist. Dann natürlich auch die Arbeitslosenversicherung, wo du auch nochmal ordentlich bezahlen darfst. Und dann kommst du mal locker auf 60 bis 75% Abgabe. Und dann kommt noch, wenn du selbstständig bist, vielleicht noch die IHK-Gebühr dazu, dann GEZ einmal privat und geschäftlich, weil als Selbstständiger glotzt der auch den ganzen Tag. Dann kommt der Steuerberater dazu, den man sich auch nicht freiwillig auswählt, sondern den brauchst du halt, weil der Staat dir ja keine Auskunft gibt. Also Steuerberater ist für mich nichts anderes als Nebenkosten des Finanzamtes. Dann kommen noch die Kosten für Buchhaltung, die du selber machen musst, die vorbereitende Belegsortierung, Belegprüfung. Wenn du Bewirtungsbelege hast, dass du halt draufschreibst, wie wenig getroffen hast. Wenn du Firmenwagen hast, dann kommt ja auch nochmal 1%-Regelung dazu, dass du halt auch zur Arbeit fahren kannst. Völlig weird. Ich habe ein Auto und fahre zur Arbeit und darf dann mein Auto noch mit 1% versteuern. Obwohl es sowieso schon doof ist, Zeit zu verschwenden, im Auto zur Arbeit zu fahren. Aber gut, so ist das. Dann vielleicht noch Steuersysteme, Softwaresysteme, die ich brauche, um meine Rechnungen ablagesicher zu machen, dass da keine Manipulationsmöglichkeiten sind. Ja, und dann wird es echt Zeit, wo man sich nachdenken sollte, macht es nicht eher Sinn, weniger zu arbeiten, sich mehr um seine Lieben zu kümmern, sich mehr um die eigene Familie zu kümmern, denn jede weitere Arbeitsstunde, die man dann leistet, wird noch unattraktiver in Deutschland. Und damit sinkt natürlich auch ganz klar der Grenznutzen der Leistung in Deutsch. Das heißt, wenn Leistung schlechter bezahlt wird, dann wird ja logischerweise auch weniger geleistet. Ist ja auch ganz logisch. Ne? Aktuell werden eigentlich weitere Abgaben und Steuererhöhungen vermieden, indem der Staat Schulden aufnimmt in nie dagewesener Höhe. In dem Moment, wo er das unterlässt, da sind wir dran. Dann müssen halt die Leistungsträger den Anteil, dass der Staat vorher Schulden finanziert hat, im Prinzip tragen, wer auch sonst. Von den Anspruchsgruppen, die sich nicht über Leistung definieren, ist nicht mehr zu holen. Ne? Da hat man, denke ich, gibt man schon das Minimum, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch überhaupt keine Verschwörungstheorie oder sowas, sondern es ist ganz einfach die Entwicklung, der Paradigmawechsel hin zu einer rot-grünen, also einer linken Regierung. Das Tolle jetzt auch in der C-Pandemie war eigentlich, dass wir doch selber festgestellt haben, dass wir in unserem Leben gar nicht so viel brauchen. Wozu eigentlich ein dickes Auto? Ja? Wozu Schmuck, teure Handtaschen und Uhren? Wenn du weniger arbeitest, bist du auch einfach weniger krank, brauchst weniger Alk, um den Stress am Abend abzubauen. Sparst dir also eine Flasche Wein. Du solltest dir einfach in dieser aktuellen Zeit wirklich einfach mal Gedanken machen, ob es Sinn macht, in diesem System sich als Leistungsträger quasi zu verausgaben, wobei du ja am Ende dann immer weniger kriegst. Das heißt, umso mehr du arbeitest und mehr Vermögen du anhäufst, umso höher unterliegst du dem Risiko, dass der Staat im Prinzip versucht, mit deinem Vermögen, was du ja auch schon besteuert hast, halt seine linksgrüne Ideologie im Prinzip zu realisieren. Das ist einfach ein Thema. Ne? Und bei ständig sinkender Gegenleistung, die du in Zukunft bekommen wirst für deine Arbeitsleistung, solltest du dir halt auch wirklich auch überlegen, deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle, wie du dich in diesem Debakel positionieren willst als Individuum, weil das ist ja ein Kanal für Leistungsträger, für Besserverdiener, für Performer, für Investoren, die mehr Freiheit wollen, die sich über ihre Möglichkeiten, über ihre Fähigkeiten definieren wollen. Und wir wollen ja nicht irgendwann auch Teil einer Anspruchsgruppe werden, die wartet, dass sie ihren Gehaltscheck kriegt, der natürlich
wenn es immer weniger Leistungsträger geben wird. Logisch, auch, ja, der Scheck wird immer kleiner werden. Und auch die Frage ist, welchen Sinn macht es, in einem Land zu wohnen, wo du die höchsten Steuern und Abgaben der Welt zu tragen hast und dafür auch kein Dankeschön als Gegenleistung erfährst, sondern du bist ja eigentlich der, dem man mehr wegnimmt. Also du wirst ja eigentlich mehr bestraft als belohnt. Diese Diskussion von Leistungsträgern, finde ich, fehlt absolut in unserer Politik. Das wird ständig diskutiert man über die verschiedenen Anspruchsgruppen, aber nie über die diese Anspruchsgruppen halt auch befrieden sollen. Dass es für die halt auch fein ist, in diesem Land zu leben. Aktuell sehen wir halt auch, dass die FDP immer mehr Wählerstimmen bei den Landtagswahlen verliert. Ja, das ist auch klar, weil viele Leistungsträger frustriert sind. Die haben sich eigentlich gewünscht, dass sie jeden Tag das Wort Freiheit und Leistungsgesellschaft hören in der politischen Diskussion. Aber ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass einem diese Freiheit nur verkauft werden soll als Übergang zu etwas anderem, obwohl es sie eigentlich immer weniger gibt. Für uns im Prinzip als die Gruppe der Anspruchslosen und also Anspruchslosen, die nicht einer Anspruchsgruppe zugehören, sondern ja, unser Anspruch, den befriedigen wir selber, indem wir wissen, wie wir Geld machen. Make money, wie es die Amis sagen. Also wir können Geld machen. Durch unsere schöpferische, kreative Kraft sind wir halt in der Lage, Geld zu produzieren. Und umso mehr man uns davon wegnimmt, umso kleiner fällt die Belohnung aus und so wenig motiviert man halt. Das ist so ganz logisch. Ne? Also, bis man halt irgendwann nicht mehr vom Stuhl hochkommt. Das ist einfach sich zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich einfach. Ne? Also, das finde ich persönlich super wichtig, darüber nachzudenken. Und wenn wir uns die Wahlprognosen angucken, dann sieht es ja wirklich so aus, als trudeln wir in Richtung einer neuen rot-grünen Regierung mit einer EU als Zentralregierung nach chinesischem Fortbild, in dem es dann wirklich keine Wertschätzung mehr für Leistungsträger gibt, sondern eben nur für Leistungsbezieher, für Anspruchsgruppen, die halt Geld bekommen, ohne was dafür zu tun. Also ja, von der Regierung eine Wertschätzung findet ja statt, während sie hier dir als Leistungsträger immer mehr nehmen. Das heißt, du wirst immer als weniger wichtig im Prinzip, als nicht unterstützenswert angesehen. Und schade ist, dass dieser Shift nicht öffentlich kommuniziert wird. Na klar, kann man ja auch nicht kommunizieren, denn sonst würden die Leistungsträger ja fliehen oder mehr ihren Mund aufmachen. Und natürlich ist auch klar, dass man, weil in diesem System der Leistungsträger nicht wichtig ist, auch keinen Fokus auf diese Leistungsträger setzt. Und man muss auch klar sagen, dass dieses System Gegenleistungen, die wir bekommen für die hohen Steuernabgaben, jeden Tag schrumpft. Also schon die einfachsten Dinge werden im Prinzip zum Luxus. Warm duschen ist Luxus, eine warme Wohnung zu haben wird Luxus sein. Das Internet funktioniert immer weniger. Wir haben auch kein System, was Menschen integriert, sondern eher alimentiert. Dass Arbeit gut bezahlt wird, dass der Faule motiviert wird und vielleicht sogar benachteiligt wird. Dass der Kranke wirklich solide umkümmert wird, Thema Pflegenotstand, und gepflegt wird, dass jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten gefördert wird und nicht mehr so eine Art kollektive Pauschalausbildung kriegt, die überhaupt nicht mehr passt, meiner Meinung nach. Dass auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang gut gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, sich gut versorgt fühlen, dass nicht nur Steuerhinterzieher bestraft werden, sondern ganz wichtig ist auch Steuerverschwender. Also was da verschwendet wird, dass es da keine Konsequenzen gibt, das ist für mich unbegreiflich. Also total. Und auch Politiker, die ihre Wahlversprechen nicht einhalten oder sogar lügen, da finde ich, muss es eine Handhabe geben. Das kann nicht sein. Also du kannst nicht lügen und dann damit durchkommen. Ja. Dieses Video soll ganz klar zum Nachdenken anregen. Es soll klar machen, dass die leisten eigentlich auch fordern können und auch sollen. Denn es wird Zeit, sich aus dem Schweigen der Lämmer zu erheben und seine Meinung offen kundzutun und sich gerade auch bei unseren Fragen, bei der Frage, was bekomme ich eigentlich als Leistungsträger für mein Steuergeld, nicht mit irgendwelchen komischen Phrasen abgefertigt zu werden, sondern mit einer klaren Ansage. Und sich auch selbst zu fragen, stimmt denn diese Bilanz dann noch? Oder wird es Zeit zu sagen, nö, ich streike jetzt. Also ich arbeite weniger oder packe meine Koffer. Ich
helfe jetzt einfach in Deutschland Energie zu sparen, indem ich einfach mal in ein anderes Land gehe, wo ich persönlich das Gefühl habe, da rollt man mir einen roten Teppich aus und da wird Leistung einfach gewertschätzt. Da mag man schöpferische Kraft. Oder wo auch das Land oder das Leben einfach nur günstiger ist, wo man weniger Steuern von einem nimmt, weil der Staat besser wirtschaftet und ein weniger ideologisches Management hat, sondern Management hat, was von Logik bestimmt wird, vom ökonomischen Sachverstand und ja, von Wertschätzung und Dankbarkeit auch hinsichtlich der Leistungsträger. Es scheint auch, dass die Politiker immer dickere Autos fahren, irgendwie immer ein schöneres und relaxteres Leben haben und neuerdings auch in Hubschraubern durch die Gegend fliegen und immer fettere Geschenke an ihre Partner zu verteilen und das alles auf unsere Kosten und ohne irgendwelches Nachhallen Negatives, ohne irgendwelche Konsequenzen. Ja, das sind die Themen. Man muss auch klar sagen, dass die Zügellosigkeit und das Missmanagement der Staaten dazu geführt hat, dass wir aktuell diese extreme hohe Inflation haben. Man hat die niedrigen Zinsen genutzt, um den Staatsapparat auszuweiten und immer mehr unsinnige Aufgaben an sich ranzureißen. Und ein Wachstum, wir haben Wachstum erzeugt, was primär auf Neustaatsverschuldung basiert ist. Und auch der Krieg in Europa und dass der Staat immer ständig neue Einnahmequellen sucht, um seine Aufgabensucht zu befriedigen, das sind alles Tendenzen, die basieren ja nicht auf einem tollen staatlichen Management, auf einer guten Zusammenarbeit, auf dass man seine Worte, dass man auch Worte, die man in der Vergangenheit gewählt hat und ausgesprochen hat, auch gehalten hat. Also, das muss man ja ganz klar sagen. Mich wundert es zunehmend, dass wir alle schweigen. Was ist los mit euch, ist meine Frage. Ich höre auf zu schweigen. Und hier nochmal ein paar Fun Facts, die eigentlich jeden von uns klar machen sollten, dass wir Optimierungspotenzial haben. Erstens, mittlerweile hat der Deutsche Bundestag 595 Abgeordnete. In den USA gibt es gerade mal 433 und wir haben ein Viertel der Größe, ein Drittel von den USA. Wenn man noch die EU-Abgeordneten, die auf Deutschland entfallen, dazu rechnet, dann stimmen die Verhältnisse überhaupt nicht mehr. Und jede einfache Firma weiß, wenn der Wasserkopf zu groß ist, schwindet die Effizienz des Systems und das führt eigentlich in die Insolvenz oder ja, Staaten nimmt es erstmal über Neuverschuldung scheinbar und dann von uns. Das Kanzleramt hat heute schon mit 25.000 Quadratmeter die größte Regierungszentrale der westlichen Welt. Rund 8-mal größer als das Weiße Haus. 10-mal größer als London Downing Street Nummer 10 und 3-mal größer als der Élysée-Palast in Paris. Und aktuell plant man aufgrund von Platzproblemen, oh Gott, einen weiteren Neubau. Die Regierung und damit die Bürokratie weitet sich permanent aus. Die Staatsquote in Deutschland ist so hoch wie niemals zuvor. Und ich muss mich korrigieren, die Staatsquote in Deutschland war schon mal höher. Und zwar im Ostdeutschland, in der DDR. 2021 hatte der Staat die höchsten Steuereinnahmen seit der Gründung der BRD und nimmt zusätzlich noch die höchsten Kredite auf, die jemals in der BRD-Regierung aufgenommen wurden. Das ist doch krass. Und trotzdem, trotz Rekordverschuldung und höchsten Steuereinnahmen diskutiert die rot-grüne Regierung, wie er seine Besserverdiener noch weiter schröpfen kann. Dazu fällt mir aktuell nur noch ein guter Spruch ein, der heißt: Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Was also tun nun, wenn man nicht geplündert werden will? Erstens, man kann die C-Maske einfach vom Mund noch über die Augen schieben und hoffen, dass es besser wird. Und aber diese Strategie, die macht aus dir definitiv ein Opfer jeder Entscheidung und dann wirst du auch definitiv gestaltet. Zweitens, den Mund aufmachen, Briefe an Regierungsakteure schreiben, deine Möglichkeiten deiner Stimme in einer Demokratie zu nutzen, wirklich auch zu nutzen. Denn du solltest ein Gestalter sein und das ist definitiv besser und richtiger,
als einfach nur abzuwarten und auf bessere Zeiten zu hoffen. Denn die, wenn man die politische Entwicklung anschaut, werden nicht kommen. Ja, streiken kann man auch, also einfach weniger arbeiten, habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich nochmal hier drunter. Und aufhören, Werte zu schaffen, denn ja, hast du nichts, dann kann man dir auch nichts nehmen und du kannst mehr das Leben und die Liebe genießen. Es geht ja auch nichts über einen schönen Waldspaziergang und den Geruch von deutschen Wäldern, den liebe ich wirklich. Und damit gehörst du sicherlich zu den kurzfristigen Gewinnern und du ziehst auch dann dem System Liquidität, weil du keine Leistung mehr erbringst und du lieferst dadurch keinen steuerlichen Beitrag mehr. Das war auch nicht schlecht. Und du hast schon etwas aufgebaut und dann könnte eine Strategie sein, Chips vom Tisch zu nehmen und das eigene Vermögen in die Unsichtbarkeit zu tragen, also Alternativwährungen nutzen, wie Gold oder andere Assets, die im Prinzip ja, du die privat hältst, aber die nicht registriert sind. Du kannst auch massiv diversifizieren, also einfach durch die Wahl verschiedenster Rechtsformen und Stiftungen es einfach dem System schwerer machen, geplündert zu werden, was ja zunehmend passiert und immer mehr Coaches, so wie ich sehe, verkaufen irgendwelche Diversifizierungslösungen oder lerne, wie du Steuern sparst mit irgendwelchen Modellen, die natürlich die Steuerberater wieder reich machen. Oder, was auch manchmal helfen kann, ist, sich einfach anzugucken, was andere Leistungsträger zu machen. Denn Denken heißt ja immer auch vergleichen. Da gibt es zum Beispiel den Henley Global Citizen Report und hier wird beschrieben, wo die Leistungsträger so hingehen. Und sich selber dann mal die Frage zu stellen, warum gehen da eigentlich die Leistungsträger hin? Und hier mein Schaubild im Prinzip von dieser Studie, das ist ziemlich interessant. Und hier wird als erster Punkt gleich Dubai genannt. Und ja, entsprechend war ich jetzt mal ganz smart und habe mich hier für einen Monat in Dubai so ein Airbnb eingemietet. Deswegen sieht ihr auch im Hintergrund die Skyline von Dubai. Und ich gucke mir jetzt gerade an, was hier für mich als Immobilieninvestor so drin ist und hatte bestimmt jetzt schon über 60 Besichtigungen. Ja, viele reden natürlich auch von Dubai und sagen, wow, wie kannst du da hingehen, da passieren doch komische Sachen. Und da muss ich ganz klar sagen, wir leben ja mittlerweile im Land, was jetzt 100 Milliarden in Rüstung investiert, was in Kriegsgebiete Waffen liefert und was in Kuwait Öl kauft. Was für eine Kritik soll es denn hier noch geben? Sondern das Wesentliche ist, glaube ich, gar nicht in welchem Land du lebst, in welchem Land du arbeitest, sondern wer du selber bist. Und für alle Kritiker an euch, ich werde nie versuchen oder helfen, seltsame Regime, die meine Freiheit einzuschränken, in irgendeiner Form zu unterstützen. Ich werde überall meine Leistung bringen und ich werde immer der bleiben, der ich eigentlich bin. Ich werde jeden Morgen mich beim Rasieren aufrichtig im Spiegel betrachten können und wahr sagen, ich habe keinen beschissen. Und ich habe auch im Rahmen meiner Möglichkeiten beigetragen, diese Welt besser zu machen. Fakt ist auch, wir sind alle Ressourcenverschwender. In dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir Ressourcenverschwender. Auch an die Öks von euch. Wenn man wirklich ökologisch sein möchte, müsste man eine Höhle ziehen, müsste quasi vor der Höhle seinen Gemüsegarten haben, man dürfte nie reisen, man müsste sich kaum fortbewegen, man müsste immer auf seinem Platz hocken. Und am besten stirbt man. Dann ist man der ideale Ressourcenschoner. Das mal als krasseste Form. Da ich aber auch ein gewisses Maß an Lebensqualität will und möchte, werde ich mich frei bewegen. Aber ich werde mein Möglichstes tun, um nicht Geld für irgendwelchen überflüssigen Kram zu investieren, wie Mode, Schmuck, alles Sachen, die man eigentlich wirklich braucht. Ich werde mein Geld sauber investieren in Sachen, die nachhaltig sind, die an Wert gewinnen, die sich nicht leicht verkonsumieren lassen und werde permanent mich selber ausrichten hinsichtlich Effizienz und Effektivität und werde mir überlegen, was ist mir wichtig im Leben. Und dafür will ich Geld ausgeben und alles andere werde ich maximal vermeiden und versuchen, null Geld dafür auszugeben. Und das ist mein ökologischer Footprint. Dass man sagen kann, der Mann hat sein Leben in den vollen Zügen gelebt, hat aber dabei aufgepasst, dass er andere minimal geschadet hat und hat sich für bestimmte Sachen auch positiv eingesetzt. Ihr wisst ja alle, ich liebe Hunde, zum Beispiel für den Tierschutz. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, was ihr denn so tut, wie ihr denn so die gesellschaftliche Entwicklung seht. Ja, viele haben mich ja damals auch hart kritisiert. Ja, Flo, du denkst, die Gebührenabgaben werden immer erhöht, du denkst, es kommt eine hohe Inflation, niemals. Voilà, jetzt ist sie da. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir bald noch dass wir quasi bald Inflation haben im zweistelligen Bereich. Also 10%, 11%. Halte ich mittlerweile 12% alles für möglich
in diesem völligen Missmanagement-Wahnsinn. Liebe Grüße an euch erstmal aus Dubai. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, es war ein Philosophie-Video, da geht es mal ein bisschen länger. Weil Philosophie kann man nicht so kurz runterbrechen auf 3, 4 Sätze. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieses Video sehr gefallen hat und gefällt. Und bitte lasst euer Like da. In den nächsten Videos wird es weniger philosophisch, aber das muss ja auch mal sein, um zu begründen, warum macht man was. Die nächsten Videos, da geht es um Hard Facts, Dubai Investment, und ich tue alles, um hier jede Art von Informationen zu sammeln. Und ich werde euch 1:1 die coolsten Infos rüberschieben und ich freue mich schon aufs nächste Video. Beste Grüße, euer Flo aus Dubai.